Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Marco. Gesund durch die Krise. Krise, was für eine Krise? Und warum ist das überhaupt ein Thema hier auf dem Kanal, wo es um Gesundheit geht? Na ja, gut, Krisen können ja jederzeit und überall auftreten. Ja, nicht umsonst sind wir gut versichert. Mit unserem Hausrat, mit unserem Auto, vielleicht haben wir eine private Rechtsschutz, Haftpflichtversicherung, ja, und so weiter. Das sind ja alles Versicherungen, für die wir Geld ausgeben, weil ja doch irgendwas passieren könnte. Warum legen wir den Sicherheitsgurt im Auto an? Weil es Strafe kostet oder weil wir uns gegebenenfalls vor einer schweren Verletzung schützen wollen. Und genauso ist das mit allgemeinen Krisen, die im Leben auftauchen können. Ja? Also wir stellen ja auch fest, wer sich gut informiert, dass unser Stromnetz wackeliger geworden ist, aus verschiedenen Gründen. Wir haben mehr erneuerbare Energien, wir haben zu wenig Stromspeicher, wir haben keine Atomkraftwerke mehr und alles wird immer filigraner geregelt. Der Strombedarf steigt insgesamt, ja. Zum einen beim Heizen im Winter mit vielen Wärmepumpen oder bei Benutzung der Klimaanlagen im Sommer, wenn wir zu sehr schwitzen und mit der Hitze nicht gut umgehen können, ja. Wir haben enormen Strombedarf, ja. Alles ist übers Internet angebunden, ja. Viele von uns bezahlen nicht mehr mit Bargeld, sondern schön, indem sie ihre Smartwatch irgendwie auflegen oder sonst irgendwas machen, ja. Ihre Karte davor halten, ihre Girokarte oder mit dem Telefon bezahlen, ja. Das ist sehr bequem, bringt uns aber in eine ziemliche Abhängigkeit. Das heißt, wenn das Internet mal nicht funktioniert, funktionieren die ganzen Bezahlterminals an den Kassen nicht mehr. Ja? Und Krisenvorsorge im Allgemeinen für alle Lebenssituationen sorgt natürlich dafür, dass wir uns weniger Sorgen machen müssen. Wir erinnern uns alle noch an die Corona-Pandemie, an den Beginn des Ukraine-Krieges, wo wir auch Lebensmittelkrisen hatten und wo die Leute aus unerfindlichen Gründen auf einmal viel mehr gebunkert und gehamstert haben, also gerade Klopapier und so weiter. Die Leute gingen ja nicht häufiger aufs Klo als sonst und trotzdem dachte jeder, oh, ich bunker mir Klopapier, das ist günstig, kann ich mir irgendwie ins Regal lagern, ja, und dann bin ich derjenige, der keine Probleme hat, wenn er mal ein großes Geschäft auf dem Klo abwickeln möchte. Und das machen wir jeden Tag. So. Und genauso war es mit Öl, ja, mit Mehl, mit Nudeln. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die leeren Supermarktregale. Das empfanden wir schon als unangenehm und wenn man wirklich reglementiert wurde bei dem, was man kaufen konnte, von der Anzahl her, ja, dann merkt man schon, oh, irgendwas hier ist hier im Ungleichgewicht. Oder der große Stromausfall in Spanien, ja, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, über 12 oder noch mehr Stunden zum Teil, ja, wo Leute in Fahrstühlen festgesteckt haben, wo die Leute alle zum Supermarkt gerannt sind, innerhalb von Stunden, mit Barzahlung natürlich nur, die Sachen ausverkauft waren, wo die Leute Schlange standen vor den Geldautomaten, kein Geld mehr bekommen haben. Ja, weil der Strom, weil Internet nicht mehr funktioniert hat, wo die Leute in U-Bahn festgesteckt sind und so weiter. Soll keine Panikmache sein, sondern soll einfach nur aufzeigen, dass die weltpolitische Lage und die ganzen abhängigen Systeme, in denen wir uns bewegen, wo wir unseren Alltag abwickeln, durchaus sehr angreifbar sind. Alleine Hackerangriffe können ja unsere Wasserversorgung, unsere Stromversorgung lahmlegen. Ja, das geht alles, weil auch diese Komponenten der kritischen Infrastruktur natürlich alle ans Internet gekoppelt sind. Ja, das spart Personal, man kann von der Ferne aus alles warten und so weiter. Nun ja, wir haben ja zum Glück das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz oder ja, so ähnlich heißt es, BBK. Und das hat eigentlich schon seit über 20 Jahren eine Broschüre rausgebracht, dass man sich also einen kleinen Lebensmittel- und Trinkwasservorrat in der Vorratskammer oder im Keller oder in der Garage, wo auch immer, zurechthalten sollte, auf den man ständig Zugriff hat. Den sollte man auch benutzen und rollieren und ständig auffüllen, ja, damit man also die Lebensmittel, die man zu sich nimmt, dann auch mal
zur Verfügung hat, also gesund bleiben kann. Deswegen ist das ein Thema hier auf dem Kanal. Wenn man mal aus irgendwelchen Gründen das Haus nicht verlassen kann oder nicht verlassen will, weil wir irgendwie Starkregenereignis haben oder Hagel oder weil wir wieder eine Pandemie haben und das Haus nicht verlassen wollen oder sollen, ja, oder weil wir uns vielleicht verletzt haben und froh sind, wenn wir mal ein paar Tage zu Hause die Verletzung auskurieren können. Aber dann müssen wir uns ja versorgen. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich einfach in die Vorratskammer gehe, die Tür aufmache und sage, ich habe hier ein paar Konserven, ich habe hier selber noch ein paar Nudeln und Kartoffeln und dies und das und Getränke habe ich sowieso. Also ich will das jetzt nicht im Detail aufarbeiten. Da gibt es jede Menge Experten, Blackout-Experten, Krisenvorsorge-Experten. Da muss ich jetzt kein neues Video aufmachen. Ich möchte bei uns, bei euch und bei uns nur, sage ich mal, die Sensibilität wecken, dass Krise durchaus ein Thema ist. Ja? Und dass ich sehr, sehr schnell, sag ich mal, gerade die Leute, die irgendwie 3, 4 Mal die Woche einkaufen und immer nur gerade sich das besorgen, was sie dann auch brauchen und verzehren und konsumieren, die können ganz schnell Probleme bekommen. Ja? Dagegen die Leute, die 10, 14 Tage oder 3 Wochen äh, Notfallvorrat haben sozusagen und auch Batterien für ihre Taschenlampen und vielleicht ein Radio haben, wenn sie sich übers Internet keine Informationen mehr besorgen können, die sind natürlich dann viel besser dran. Und die entlasten auch die ganzen Krisenhelfer, ja, wie THW, Feuerwehr, Notärzte und so weiter, ja. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn man zu Hause sagt, okay, ich habe hier eine schöne Hausapotheke, da sind die wichtigsten Medikamente drin. Ja, und da habe ich dann auch mal ein paar Schmerzmittel, fiebersenkende Mittel, Durchfallmittel, was auch immer. Also da ist ja der individuelle Bedarf auch höchst unterschiedlich. Und jeder hat ganz andere Ängste und Sorgen, wenn irgendwas Bestimmtes bei ihm fehlt. Das sind aber Gedankengänge, mit denen kann man sich beschäftigen. Andere Länder, zum Beispiel, nehmen wir mal Schweden, da lernen schon Schulkinder in der Schule, wie sie sich auf Krisenszenarien vorbereiten können, wo dann Treffpunkte sind, wenn die Handys nicht mehr funktionieren, ja, und welche Wege dann einzuhalten sind und wo Mama und Papa dann sich vielleicht aufhalten oder wie ich am besten nach Hause komme, wenn der Bus mal nicht fährt. Ja. All diese Dinge kann man spielerisch erlernen. Wir stellen aber fest, dass wir eine Rückwärtsbetrachtung zur Vergangenheit machen und sagen, ja, ist ja nie was passiert und in Deutschland ist ein sicheres Land, da wird doch nichts passieren. Ja, ich glaube, der Gedanke könnte ein bisschen leichtsinnig sein, weil aus meiner Sicht kann man mit der Rückwärtsbetrachtung, ja, des Risikos nicht in die Zukunft sehen. Und das ist eben genau das Schwierige. Und da muss man über seinen eigenen Schatten springen. Und na klar, das sind vielleicht negative Gedanken, sich mit einer potenziellen Krise zu beschäftigen. Das kostet auch Geld, indem ich mir einen kleinen Vorrat anlege, vielleicht auch ein paar technische Hilfsmittel, ne, wie ein Kurbelradio oder Funkgeräte oder was weiß ich nicht alles. Vielleicht eine gute Powerbank, die ich vorher noch nicht hatte, damit ich mein Handy mal aufladen kann, wenn kein Strom da ist und so weiter. Wobei, naja, also Stromausfall ist schon ein ziemlich schlimmes Ereignis. Ja? Davon stirbt hoffentlich keiner sofort, aber manche Menschen eben schon, die in den Fahrstühlen stecken geblieben sind zum Beispiel oder die zu Hause an ein elektrisches Sauerstoffgerät angeschlossen sind und auf einmal dann keine Luft mehr kriegen, wenn kein Strom mehr da ist. Ja? Oder irgendwelche Notstromaggregate, die dann vielleicht nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, weil sie so selten benutzt worden sind. Also für mich persönlich macht es auf jeden Fall Sinn, sich auf eine Krise vorzubereiten. Man kann sich natürlich nicht für alles vorbereiten, ohne Frage, ja. Aber ich möchte auch in einer vorübergehenden Krise weiterhin gesund bleiben. Und deswegen habe ich mich mit meiner Frau zusammen für das Thema Krisenvorsorge interessiert und wir haben uns in den letzten Jahren dann einige Dinge dann halt auch angeschafft, sodass wir eben ein bisschen sorgenfreier in die Zukunft schauen können. Vielleicht ist das ja auch ein Gedanke, den ihr auch zulassen wollt, ohne zu negativ zu sein, weil ich sage einfach mal, wer sich der Situation gedanklich schon mal gestellt hat, was passiert, wenn, wo gehe ich hin, wenn eine Bombenentschärfung ist, kann ich dann einfach meinen Rucksack packen und dann mal einen Tag in der Turnhalle verbringen und habe meine persönlichen Gegenstände dabei, die mir dann gerade wichtig sind, ja, oder habe ich es eben nicht, ja, und ich habe auch schon im Bekanntenkreis viele Krisensituationen dann auch schon persönlich miterlebt, wo die Leute überhaupt in keinster Weise vorbereitet waren auf solche Dinge. Ne?
und Unfälle und Krisen können auch passieren von heute auf morgen. Der Strom, zack, der ist von jetzt auf gleich weg. Also ein Stromausfall kündigt sich in der Regel nicht an. Ja? Und dann müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Ja? Haben wir noch ein Stromaggregat, wo wir mit unseren Kühlschrank betreiben können? Was machen wir damit? Ja? Welche sind die wichtigsten Stromversorger? Ja, also das sind alles Gedanken, die durchaus möglich sind und die auch eine Versicherung für die Zukunft sein können. Weil wenn ich überlege, wenn nochmal so eine blöde Pandemie kommt, dann gehe ich der Sache mittlerweile gelassener gegenüber. Früher, als uns das dann so ereilt hat, bin ich auch wie alle anderen zum Supermarkt gefahren, mit allen möglichen Ängsten, mich anstecken zu können und wie auch immer, ja, und mit Maske. Und dann habe ich mich in die Schlange gestellt. Das war keine schöne Situation. Also ich möchte sowas für die Zukunft, für mich und meine Frau vermeiden, weil ich stelle mich nicht gerne in so einer Schlange an, wo dann sorgenvolle Menschen sind, die sich dann unter Umständen die eine Rangelei betreiben, um dann noch an das letzte Klopapier zu kommen oder an die letzten Lebensmittel oder Wasservorräte. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Krisenvorsorge. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ob das für euch total übertrieben ist, weil ja nie was passiert ist. Aber habt ihr denn dann eigene Versicherung, obwohl nie was passiert? Hoffentlich nie was passiert. Wenn man es sich finanziell leisten kann und wenn man es gedanklich durchdenkt, dann glaube ich, macht man sich einfach weniger Sorgen für die Zukunft. Bis dahin, bleibt gesund, auch in der Krise. Euer Marco. Ciao. Wo ist denn der Stoppknopf? Ah, da.